Hi, ich bin Hirn, ich komme aus Mönchengladbach und lebe zurzeit in Nürnberg. Ich bin Modedesignerin und habe 12 Jahre in der Industrie gearbeitet und, vor knapp einem Jahr bin ich zurück nach Deutschland gezogen. Also, ich habe die letzten 6 Jahre in, Boston in den USA gelebt für die Arbeit und, habe mich dann entschlossen, mein eigenes Modelabel zu gründen und damit ist No Gin im Juni 2020 entstanden. Obwohl ich meinen Job total geliebt habe und ich hatte 'n super Team. Es hat viel Spaß gemacht zu reisen und verschiedene Produktkategorien zu designen, aber, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich etwas Persönlicheres, schaffen wollte und Designs kreieren, die einfach hundertprozentig meinem Stil entsprechen. Und ja, auch geschlechtsneutrale Mode wollte ich entwickeln, die jeder tragen kann, egal welche Größe, welches Alter und welches Geschlecht. Ein weiterer Gedanke, warum ich Nojin gründen wollte, ist einfach, dass ich nach 12 Jahren, ein bisschen von diesem einfach von dem Massenkonsum weg wollte und mich da distanzieren wollte und mich eher auf Einzelstücke und kleinere Mengen konzentrieren wollte. Und mir gefällt einfach der Gedanke von Slow Fashion generell, dass man weniger braucht und nicht unbedingt viel braucht zum Leben und vor allem Kleidung. Ich bevorzuge persönlich auch bewussteres Einkaufen und, es ist nicht so, dass ich No Gin gegründet habe, um viel zu verkaufen, sondern mir geht's eher darum, dass ich möchte Leute nicht dazu verleiten, möglichst viel zu kaufen, sondern eher bewusster und dass sie, wenn sie wirklich einen Teil mögen, dass wenn sie's sich besorgen, auch für viele Jahre tragen und nicht gleich nach einer Saison wegwerfen. Und daher bietet Nojin auch keine großen Kollektionen an, sondern, ähm, ein paar wenige Designs. Es ist auch 'ne Permanente-Kollektion und ich, füge auch nur sporadisch neue Teile hinzu. Ich hoffe einfach, dass wenn jemand 'n Nojin-Teil kauft, dass das wirklich die nächsten 10 Jahre getragen wird und eventuell sogar weitergegeben wird und, ja, das ist so meine Intention. Es ist 'n bisschen Mix von Kulturen und das wollte ich unbedingt, mit einbringen. Und ich glaube, das ist so das, was Nujin visuell ausmacht. Dann, wie gesagt, die Farben sind relativ neutral und, die die Klamotten sind hauptsächlich aus Naturfasern. Momentan, verwende ich hauptsächlich Baumwolle, aber in Zukunft wollte ich Leinen und eventuell verschiedene andere Naturfasern mit einbringen. Ganz ehrlich, für mich, ist genderneutrale Mode oder geschlechtsneutrale Mode, eher eine Selbstverständlichkeit und ich denke, dass jede Marke eigentlich gender-neutral sein kann. Das heißt, ich kreiere nicht bewusst genderneutrale Mode, sondern, ähm, ich designe einfach und ich habe niemanden im Kopf, für den ich designen möchte, sondern für mich ist es egal, wer's tragen möchte, soll es tragen, weil ich denke nicht, dass bestimmte Silhouetten oder Formen einem bestimmten Geschlecht zugehören sollten oder zugeordnet sein sollten. Es gibt einfach 'n Gefühl von Komfort, Gemütlichkeit und, 'n gewissen Gefühl von Schutz. Und ich glaube, das ist einfach es kommt einfach mit weit geschnittener Bekleidung. Von daher also, es ist wie, als wenn man sich in einer Schutzblase befindet und bewegt. Ich meine, wer sagt dir schon, was du tragen solltest? Also, ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden und, es sieht gut aus, solange du dich darin wohlfühlst und ich glaube, das sehen die Leute auch. Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist da, aber man hat das Gefühl, dass man nie genug macht. Und ich glaube, es ist auch okay, sich so zu fühlen. Also, ich denke, das treibt einen auch an und motiviert einen, mehr zu machen. Und momentan besteht nur Gin hauptsächlich aus Naturfasern, also Baumwolle und, zukünftig Leinen und eventuell Hanf und andere Naturfasern. Aber das ist nicht das Endziel, sondern eigentlich mein Endziel ist es, den Großteil oder eigentlich die komplette, Baumwolle von konventioneller Baumwolle auf GOTS-zertifizierte Baumwolle, Bio-Baumwolle umzustellen. Was ich machen kann, ist beispielsweise Reststoffe verwenden, also nichts bei Monogin wird weggeschmissen. Ich habe alles in Kisten gepackt und, versuche die Reststoffe in
Accessoires oder in neuen, Styles zu verwenden. Die Herstellung neuer Klamotten und neuer Bekleidung aus neuen Stoffen ist alles andere als nachhaltig und, da muss man einfach ehrlich sein, es ist etwas, das braucht die Welt eigentlich auch nicht. Ich denke, 'ne sinnvolle Methode ist es, vorhandene Ressourcen und Materialien wiederzuverwenden und zu recyceln. Und das ist etwas, womit ich grade 'n bisschen experimentiere und versuche, mehr einzubringen.